Ja, krass, rote Farbe, ein Heckmotor. Normalerweise sind ja nur solche China-Gurken mit Heckmotor und allem drum und dran, was man so kennt. Ja, aber das ist High-End in Verbindung mit einer Schaltung Pinion, die ich vorher noch nie gesehen habe. Das Fahrrad kostet 5.000 € und wird von Hand zusammengebaut in Bielefeld. Das habe ich jetzt erfahren, ja. Ich grüße dich, Majid. Grüß dich, Sven. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Du bist totaler Fan von Guderight. Sagen wir so, mein Vater ist totaler Fan, aber wir sind auch überzeugt von der Qualität. Das ist halt das letzte Familienunternehmen in der Fahrradbranche, die ist halt richtig, wo die Familie oder beziehungsweise die dritte Generation drin ist. Und die machen auch viel in Deutschland und da sind wir ein Fan davon. Ja, ziemlich cool. Das da unten ist eine geniale Schaltung. Pinion ist so, keine Ahnung, ist so irgendwie die ZF-Schaltung unter den Fahrrädern. Sozusagen, genau. Ja, es sind auch ein paar super Extras mit drin. Ja, kostet wie gesagt 5.000 €, aber wir werden ein bisschen mehr erfahren. Der Malte ist nämlich da vom Guderight. Grüß dich, Malte. Hi, grüß dich. Ja, alles gut heute? Alles super. Ich freue mich hier zu sein und euch das ET13 zu erklären. Ja, ihr seid quasi eine Manufaktur, die in Deutschland komplett zusammenbaut. Das heißt, ich habe sogar das, glaube ich, gehört, ist eine Person, die ein Fahrrad baut. Stimmt das? Das stimmt nicht ganz hundertprozentig, aber wir sitzen in Bielefeld, schon seit 70 Jahren, in dritter Generation familiengeführt. Und wir bauen die Räder halt. Die Rahmen kriegen wir mittlerweile auch geliefert. Früher haben wir die noch selbst geschweißt. Das ist jetzt ein Aluminiumrahmen, der aus China auch kommt, aber von der Pulverbeschichtung über die Vormontage, Endmontage bis zur Qualitätskontrolle läuft alles bei uns in Bielefeld im Werk. Und genau, sind einer der letzten Hersteller in Deutschland, die das wirklich alles aus einer Hand dann tun. Ja, ich zeige es mal gerade hier vorne. Das ist eine Besonderheit, dieser Antrieb hier. Wir haben einen Zahnriemen mit drin. Also es ist wirklich... Genau, ein Gatesriemen, richtig? Ein Gatesriemen? Genau, ein Gatesriemen CDX in Verbindung mit dem Neon Drive Heckmotor und dem Pinion C12 Getriebe. Wer kam denn auf die Idee bei euch? Das Produktmanagement. Herr Töpler, das ist bei uns jemand, der schon seit Kindheitstagen am Fahrrad schraubt und unglaublich mit der Branche verwurzelt ist und entsprechend sehr, sehr viele kreative und gute Ideen mit ins Unternehmen bringt. Und er hat sich gedacht vor einem Jahr, dass wir auf jeden Fall Neon Drives, Alba sitzt dahinter in Süddeutschland, diesen Motor mit ins Programm nehmen, zusätzlich zu unserem Bosch-Programm, was wir sonst fahren, und da das ET13 halt entwickeln. Aber was ist denn da der Vorteil von so einem Heckmotor? Der Vorteil ist auf der einen Seite, dass wir halt eine direkte Energiegewinnung oder einen direkte Newtonmeter am Hinterrad haben. 40 Newtonmeter leistet der Motor. Und der Vorteil ist, dass wir halt viel weniger Komponenten haben. Also wir haben einen Heckmotor im Zusammenspiel mit dem Gatesriemen und dem Piniengetriebe ist ein sehr, sehr hoher Wirkungsgrad. Und wir sparen halt an Ritzel und allen anderen Komponenten, die wir sonst bei einer normalen Schaltung oder auch Nabenschaltung halt haben. Da ist nichts drauf. Sind hinten gar keine Ritzel? Nicht wirklich, nein, richtig, genau. Das läuft alles über das Piniengetriebe und dadurch ist einfach das Rad auch fast wartungsarm. Also bis auf das Getriebe, wo man öfter mal, das läuft halt im Ölbad, wo man öfter mal, nicht öfter mal, aber sehr selten nach, weißt du, wie viele 1000 Kilometer? Einmal jährlich so. Einmal jährlich, genau. Ein Ölwechsel oder was? Ein Ölwechsel, genau. Einmal wechseln, genau. Aber sonst ist es halt total pflegearm, das Ganze, und ist wirklich für Pendler, Langzeit-Trekking-Fahrer geeignet, wo man über die Jahre sehr, sehr viel Kilometer mitfahren kann und das mit einem sehr hohen Fahrspaß, weil die Gewichtsverteilung auch sehr, sehr gut ist. Ja, hier ist auch was Schönes, ein Parallelogramm. Genau, eine Cane Creek Sattelstütze, die auch sehr viel oder für Komfort sorgt beim Fahren, in Verbindung mit der guten mit der sehr guten Federgabel von Santo, die NCX im vorderen Bereich des Rades, und das erhöht halt im Zusammenspiel definitiv den Fahrkomfort. Ist das Luft hier? Oder? Das ist eine Luftfedergabel, richtig, ja. Mit Lockfunktion, also kann man auch starr stellen. Genau, also es ist eigentlich so einstellbar, dass jeder die Möglichkeit findet, auf dem Rad sein Fahrgefühl einzustellen. Ja, das Coole ist, man kann sich, glaube ich, die Fahrräder zusammenbauen bei euch auf der Seite. Stimmt das? Das stimmt nicht. Also wir haben halt ein vorgefertigtes Programm. Das heißt, wir haben eine breite Produktpalette von normalen Trekkingrädern, also noch Muskelkrafträder, bis zum hochwertigen E-Bike für 5.000 € mit Federgabel, mit starrer Gabel im normalen Segment, bis zum Gravelbike, aber auch Falträder. Und das ist quasi unsere Speerspitze im E-Bike-Segment mit dem Heckmotor und für 5.000 €, wie gesagt. Ich glaube, ich verwechsel da was. Da gibt es einen Hersteller. Simplon ist das. Guderight, genau. Simplon kommt aus Österreich, Guderight kommt aus Deutschland. Genau. Vielleicht in Zukunft macht ihr das auch, Simplon, dass man die dann konfiguriert. Müssen wir mal mit dem Chef reden. Es ist Simplon, gell? Wo Simplon, ich dann sagen kann, ich kenne die Schaltung und das dann. Wo man dann wählen kann. Die sind aber auch ganz gut, Simplon, ne? Die kommen aus Österreich, genau. Okay. Auch die Premium-Segment, sage ich mal, und Guderight halt auch das Premium-Segment aus Deutschland. So, ihr habt schon viele verkauft? Von denen ja.
Er kann uns auch gleich sagen, wie viel wir bestellt haben. Wir haben halt quasi Viele bestellt? Viele bestellt und Switchback ist in Gießen auf jeden Fall für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner, die voll auf das ET13 setzen und die Nachfrage nach den Rädern ist sehr, sehr hoch. Also das geht nicht nur vom Doktor über den Ingenieur, sondern wirklich viele sind von dem Konzept total überzeugt und ich sag mal 40, 50, 60 Räder finden ihren Weg auf jeden Fall nach Gießen. Das ist ja so Bose, da hört man nicht so Gutes drüber. Also es gibt im Moment viele Probleme, was man so hört, also aus der Branche. Wie ist es denn mit dem Antrieb hier? Hier sind wir wunschlos glücklich. Also wenn wir jetzt, oder wenn ich für unsere Serviceabteilung sprechen, haben wir wirklich ein Rad, wo wir jetzt in der Vergangenheit wirklich, also das sprechen mit voller Überzeugung, keinen Servicefall hatten, wo irgendwie Keinen einzigen, wo der Motor überhitzt ist oder ähnliches, sondern das ist ja, eine wirklich langlebige, gute Technik, die ihren Einsatz direkt erfüllt. Also da sind wir das Zeug funktioniert. Das funktioniert definitiv, ja. Was auch cool ist, hier der Gepäckträger. Das ist mal wieder nicht so ein Spielzeug, sondern der ist an mehreren Stellen fest, macht einen sehr stabilen Eindruck. Genau, das ist auch unser Wunsch gewesen, dass wir ein Rad haben, also wirklich ein vollwertiges Trekkingrad mit Click-Fix-System, wo wir auch Taschen anbringen können und das Rad halt vollwertig ausstatten. Sagen wir hier so 5.000 €, ist das nicht so, wo ihr dann sagt, da habt ihr das vielleicht ein bisschen überzogen oder ist das so, Kunden sagen, ich kaufe mir so ein Rad mal alle 10 Jahre? Oder? Sehe ich nicht so, weil wir, wenn man das Rad betrachtet, von den Komponenten, von der einzelnen Ausstattung schon ein Rad haben, was vollwertig den Preis erfüllt. Also die Konkurrenz hat ähnliche Produkte, also der Neon Drives mit Pinion gibt es auch bei anderen Rädern, aber die liegen im Preis noch deutlich über unserem Produkt. Und von der Gesamtausstattung mit einem sehr guten Scheinwerfer, komfortablen Griffen, über den Terry-Sattel, über die Cane Creek Sattelstütze, haben wir wirklich mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und man darf nicht vergessen, das ist wirklich handmade in Bielefeld, ein deutsches Produkt, wo wir voller Überzeugung am Markt aufgetreten sind. Der Sektor, 1 Live. 1 Live, genau. Darf ich mir was wünschen? Du darfst dir was wünschen. Ja, nee, viele liebe Grüße an Olli Briesch. Ja, kommt ja auch aus Trier. Und so sieht es aus. Ja, schön. Also es ist wirklich ein tolles Fahrrad. Es fährt auch gut. Du hast jetzt mehrere mitgebracht in mehreren Farben. Eins ist mal fahrbereit. Wie ist das so vom Fahren her? Das ist ja auch ein Pedelec. Wie merkt der Motor denn, dass er Kraft braucht? Es ist so, dass man halt so einen kleinen Moment braucht, also bis man antritt und dann wirkt der Motor halt sofort. Also wir haben halt wirklich ein sehr sportives Trekkingrad, was über die Distanz die volle Kraft leistet. Es gibt aber genug Kunden, die wir auch schon hatten, wo man quasi mit sehr wenig Unterstützung fährt. Dann ist die Akkureichweite sogar über 150 Kilometer. Also normal liegt sie zwischen 80 und 100, aber das Rad lässt sich halt auch ohne Widerstand fahren, wenn der Motor aus ist. Das ist ein ganz großer Vorteil. Komplett ohne? Komplett, ja. Und dadurch haben wir halt ein Rad, was auch für Leute, die, sag ich mal, in Anführungszeichen den Einstieg ins E-Bike suchen, weil bei den anderen Systemen ist es so, dass man halt wirklich immer mit Unterstützung fährt und hier können auch sportive Leute, die sonst halt sehr sportiv oder die Rad gefahren sind oder die wirklich echt Rad fahren, ihren Weg finden und mit sehr wenig Unterstützung sehr gut und weit fahren. Ja, das rollt auch sehr gut mit den kleinen oder dünnen Reifen dann hier. Super, also es hat einen sehr, sehr großen Fahrkomfort. Also da haben wir eine sehr gute Ausstattung gefunden. So, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf die Sattelstütze. Das ist jetzt quasi ein Hardtail, wenn man so will. Ist ein Trekkingrad, bei dem man nur eine Federung vorne hat. Und ihr habt das jetzt ergänzt mit so einer Sattelstütze, bei dem das Federelement keine Feder ist, sondern so ein Gummi. Ist das ein Gummi drin? Das ist ein Gummi, genau. Das ist, gibt es grundsätzlich in verschiedenen Härten. Wir haben eine sehr eine Stufe gewählt, die sehr, im mittleren Segment liegt, also dass man sehr viele Körpergewichte und Körpergrößen abbilden kann. Und durch die Federgabel im Zusammenspiel mit der Parallelogramm-Sattelstütze hat man auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Fahrkomfort. So die Rahmengrößen, was gibt es so? 4 Stück. 4 Stück, genau. 4 Stück. S, M, L, XL. Sehr schön. ich hab's befürchtet. Das ist jetzt nicht bei den. Das ist doch vollkommen egal, ihr könnt ja nachgucken. L ist 53 und dann XL ist dann. Ja, ist nicht so schlimm. 59. Majid, schwing dich mal. Ja, achso, sorry. Ganz wichtig, wir haben noch 2 verschiedene Rahmenformen. Einmal den Herrenrahmen, den klassischen, und dann gibt es auch den Trapezrahmen für die Damen. Etwas tiefer dann. Genau, da haben wir quasi hier das Oberrohr ein bisschen geknickt. Ja. Okay, super. Majid, schwing dich mal aufs Fahrrad, bitte. Malte, mach du mal. Malte? Nee, ich bräuchte den Majid, weil ich hätte mal schon gern hier die Sattelstütze mal ein bisschen getriezt. Ja, ein kleines bisschen schwerer. Das ist aber jetzt kein Reisefahrrad, mit dem ich nach China fahren kann, oder? Dafür ist es nicht gebaut. Wäre mal ein schöner Langzeittest. Also ich würde behaupten, dass man auf jeden Fall mindestens bis zur russischen... Ach, man kommt noch weiter. Also wir sind voll überzeugt von dem Produkt. Also gibt es einen Bericht? Da ist jemand mit einem Piniengetriebe dreimal um die Welt von den Kilometerzahlen. Kein Ölwechsel, dann haben sie es auseinandergenommen. An dem Piniengetriebe war gar nichts. Okay.
Das ist nur eine Empfehlung einmal im Jahr. Also das heißt, Das ist eine Empfehlung, wenn man es halt nicht wechselt, ist wie beim Auto. Also ist besser, wenn man es wechselt. es sei denn, man fährt gar nicht. So, ich zeige mal gerade was so. Du wiegst wie viel? 140 mittlerweile. 140. Und da sieht man sehr schön, wenn du das jetzt bewegst, warte mal gerade, ich habe jetzt kein Licht drauf, aber jetzt sieht man es, Ja. genau, dass das merkt man schon, dass jetzt eine Federung drauf ist, oder? Das ist eine Federung, genau. Das ist ein Elastomer, kein Gummi. Also Gummi gibt es ja in der Fachbegriff nicht. Ja. Und den kann man auch dann fein einstellen mit verschiedenen Elastomeren. Das ist dann komfortabel, was halt schön ist generell bei Parallelogramm, dass es nach hinten federt. Ja, zeig mal. Ne? Das heißt, der Rücken, der bleibt immer gerade und man geht einfach nach hinten. Okay. Der Rücken wird dann richtig entlastet. Es gibt dann noch Federungen, die nach vorne und hinten gehen. Da ist ja der Rücken noch mehr belastet. Ja, genau. Ja, ich habe das gesehen. Es gibt in Saarbrücken auch eine Firma, die das baut, die das mit Federn macht. Da ist auch allein die Einzelkomponenten, wir sprechen von der Pinienschaltung, das ist ja kein Produkt, was man in Zehntausenden verkauft, oder? Nein, absolut nicht. Das ist schon eine Schalteinheit, die sehr puristisch ist. Ein Feinmechanikgetriebe, wo man halt jetzt wirklich nicht von Stückzahlen um die, weiß nicht, 10.000 oder so spricht, sondern das ist wirklich ein Rad, wo wir im Jahr von 500, 600, 700 Stück verkaufen. Also, und definitiv mit der Perspektive stetig steigend. Also die Nachfrage ist enorm. Okay, heißt, ich habe Made in Germany. Die Batterie, was hat die für eine Leistung? 500 Watt. 500 Wattstunden. Genau. Ich kann es sehr, sehr fahren wie ein ganz normales Fahrrad, weil es hat keinen Trittwiderstand, wenn der Motor aus ist. Korrekt, weil wir sehr, sehr wenig Komponenten haben, die, wie gesagt, mit dem Motor, mit dem Gatesriemen, mit dem Piniengetriebe, Ketten und Narbe und alles andere fällt ja weg und dadurch hat man einen sehr, sehr geringen Widerstand beim normalen Fahren. Sehr schön. Komm, wir zeigen mal ganz kurz die Bedienung von dem Display mal gerade, dass wir das mal sehen. Müssen wir das Rad anschalten hier unten. Da haben wir unten den Knopf zum Aktivieren quasi. Ich zeige es mal gerade. Da unten ist der Akku. Mal kurz festhalten. Das ist jetzt der bekannte Vorführeffekt. Eben ging es noch. Ja, es gab noch nie einen Servicefall. Wir haben den ersten. Ist nicht schlimm. Nee, gucken wir mal gleich. Oder der Akku ist Der nicht genug Akku ist geladen. leer, ja. Das kann sein. Machen wir es mit einem anderen Fahrrad. Ja, machen wir es da. Bevor wir es hier angemacht Wir hatten es gerade eben angemacht, da ging es, ja. Wir haben es extra angemacht, um zu gucken, ob der Akku drauf ist. Vorhin ging es. Müssen wir gleich gucken, wo das Problem liegt. Ja, eventuell sind die Fahrer noch nicht bezahlt, noch nicht freigeschaltet. Hier geht's, hier funktioniert's. Genau, also hier funktioniert es. Es ist ein Schwarz-Weiß-Display. Es gibt auch ein Farbdisplay, was momentan nicht lieferbar ist. Hier drüber schalte ich halt quasi die unterschiedlichen. Achso, ich habe nicht. Genau, wir haben eben Akku war offen. Der Akku war offen. Alles gut. Genau. Wir haben eben einmal geguckt. Den Akku abmachen können, damit wir das zeigen. Genau, Okay, damit wir was zeigen. achso, der war gar nicht drin, der Akku. Richtig. Okay, das seid ihr ihm verziehen. Das war mein Fehler. Entschuldigung. So, das heißt, ich habe also hier ein Display transreflexiv. Das bedeutet, wenn die Sonne drauf scheint, kann man es noch wesentlich besser Genau, es ablesen. ist ein Monochrom-Display und dadurch hat man eine sehr gute, ein sehr gutes Sichtbarkeit, Blickfeld beim Radeln. Ja. Ist auch ganz reduziert. Also ist das hier sowas, so ein kleines bisschen so ein Designwerk, sage ich jetzt mal, in Verbindung mit der Schaltung, was man auch sammeln könnte? Ich sag mal, so ein tolles Guderreit, mal so 3, 4 Stück an die Wand hängen. Aber wir sind dafür offen. Also ihr könnt gerne alle Farben bestellen. Von Schwarz-Glanz, Schwarz-Matt, Dunkelblau-Glanz, Hellgrau-Glanz, Rot-Glanz, Weiß-Glanz, haben wir alles im Produktportfolio. Wir pulvern halt selber in Bielefeld. Und warum nicht? Auch ET13 sammeln ist gut. Matt auch, habt ihr morgen? Genau, matt-schwarz gibt es auch, ja. Zeig mal gerade die Batterie bitte. Du hast sie eben schon mal rausgenommen. Man kann sie den Schlüssel suchen. Ja, nicht schlimm. Mal das erste Video, oder? Mein erstes Video ist der Vorführeffekt. Genau, Ja. hier drüber schaltet man quasi den Mechanismus frei und dann nimmt man sie hoch. Und ich bin Linkshänder. Du bist Linkshänder. So, jetzt haben wir es. So, jetzt haben wir es. Malte, du bist ziemlich aufgeregt Ich dafür. bin richtig aufgeregt, weil ich noch kein Influencer bin und noch keine YouTube-Videos gedreht habe. Du, das macht nichts. Hier guckt eh keiner zu, deswegen ist es nicht so schlimm. Alles klar. So, da vorne ist die Aufnahme. Das heißt, also wir haben richtig Leistung, die aus dem Akku rauskommt, die wird auch ordentlich verbunden. Das ist auch ein System. Du hast mir eben erzählt, die Leute sind manchmal ein bisschen müde von den, ich sag mal, Motoren und Batterien, die es so am Markt gibt. Der Markt lechzt so ein bisschen nach was Neuem, was ein bisschen anders ist. Das oder? ist richtig. Also der Markt ist auf jeden Fall da, sich mit neuen Motorsystemen und Entwicklungen wieder am Markt zu präsentieren. Weil, ich sag mal, Bosch, Shimano, das sind schon die Großen am Markt. Und dadurch ist es auch so, dass die Kunden manchmal ein bisschen umdenken und Alternativen suchen oder sich informieren wollen. Wir haben die Möglichkeit bei dem Rad, bei der Bergabfahrt haben wir eine gewisse Energierückgewinnung, was Bosch zum Beispiel nicht abbildet. Und gerade Leute, die sehr technisch begeistert sind und sich informieren
über verschiedene Systeme, die ähnlich wie beim Autokauf halt schon abwägen, wie viel Leistung hat das Auto, wie viel hat das. Das ist beim Fahrrad mittlerweile auch angekommen. Und dadurch ist der Markt definitiv dafür, für neue Einheiten. Was ganz wichtig ist, du kannst ja zeigen, Gudreit, bei dem Modell haben sie halt so ein extra Fach gemacht, wo die Kabel dann halt unten durchgehen. Ja. Du kennst ja die anderen Fahrräder, da hast du schon mal aufgemacht, da ist dieses Fach zum Beispiel nicht drin. Ja. Das finde ich halt ziemlich schön, wenn du den Akku einfach abnimmst. Das ist halt echt schön sauber, ne? So, ich mache beim nächsten Video auf jeden Fall mal wieder ein Licht drauf, obwohl wir hier draußen sind. Ja, ja ist ja ein bisschen wolkig, genau. Das ist ein bisschen, nee, das ist eigentlich super. Das passt. Nee, toll. Schaltung, wie funktioniert die? Wir haben hier oben halt einen Drehgriff, ganz normal, und schalten so halt die Gänge durch. Okay, das sind wie viele? 12 Stück sind, das ist das Pinion C12. Oder C12. Genau. C1. Das heißt, allein jetzt so die Komponenten, die jetzt hier verbaut sind, der Zahnriemen mit drin, das Piniengetriebe, der Motor und so weiter, da ist wahrscheinlich selbst allein schon da schon bei 2.000 € oder sowas. Mindestens. Okay. Genau. Also das erklärt den Preis dann so ein bisschen. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt technisch affin bin, will wirklich ein Trekkingrad haben, mit dem ich das ich im Prinzip benutzen kann wie ein Auto, So. also ein Wenn man was Fortbewegungsmittel. Exklusives sucht, dann ist man hier bei Gudreit ET13 genau richtig. Man hat einen Motor, was sehr exklusiv ist. Man hat da dieses Piniengetriebe, was in Deutschland produziert wird. Das ist halt auch echt eine deutsche Ingenieurkunst. Ist es definitiv. So klein Getriebe. Du hast es ja noch nie gesehen gehabt, ne? Nee. Wir haben das erste Mal das auch bei Gudreit vor 3 Jahren gesehen und waren dann überzeugt. Du siehst ja, wie klein dieses Getriebeeinheit ist. Und wenn man damit fährt, kann man sich nur überzeugen. Also die Kraftübertragung ist enorm. Ist von erster Sekunde an, weil es halt ein Heckmotor ist. Ja. Und es macht dann richtig Spaß zu schalten. Du hast dieses Knacken von Kette nichts, das ist gar nichts. Sehr schön. So, ja, vielen Dank erstmal dir, Malte. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und euch das schöne ET13 vorstellen darf. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz stolz, dass es euch gibt. Ein Familienunternehmen aus Bielefeld. Ihr habt wie viele Leute habt ihr? Knapp 60, 70. Doch noch, ja. Definitiv. Und wir sind auch dabei, ja, uns zu vergrößern. Oder der Markt ist halt da und wir sind sehr stolz darauf, dass wir 70 Jahre schon unsere Räder produzieren können und alles made in Bielefeld. Ja, und wenn ich die haben möchte, wir sind in Gießen bei Switchbike. Majid Bark, ich grüße dich. Grüß dich, Sven. Hallo. Ja, wir drehen heute wieder am 23. März. Es geht so langsam los. Merkst du, ihr dürft wieder aufmachen offiziell? Wir dürfen ja offiziell aufmachen mit Termin. Click and Meet war ja erlaubt, ein paar Wochen. Jetzt wird es wahrscheinlich gekippt, die nächsten Tage, und dann gucken wir mal. Aber nach wie vor, die Leute können sich eine Videoberatung holen, Telefonberatung und dann direkt vor der Tür kontaktlos das Fahrrad dann zur Probefahrt mitnehmen. Oder halt telefonisch oder auch Versand machen wir ja nach wie vor. Man merkt, die Nachfrage ist enorm dieses Jahr, weil die Leute halt daheim rumsitzen, nicht reisen können und nicht in ein Fitnesscenter dürfen. So sieht's aus, ne? Und das sind jetzt mal 3 Farben. Also guckt euch die Farben auf der Webseite von Gudreit an. Ganz, ganz viele. Wir haben es eben schon gehört. Der Name von dem Fahrrad ist ET13 Evo mit dem Pinion. Genau, Evo Pinion. 12G, Shimano, Riemenluft, Neo Drive, Heckmotor mit 500 Wattstunden Akku. Ja, vielen Dank euch beiden. Tschüss. Ciao.